Mower macht gerade richtig Wirbel auf den deutschen Markt. Und das tatsächlich nicht ohne Grund. Die Marke hat innerhalb kürzester Zeit einige der spannendsten Saugwischroboter auf den Markt gebracht, die wir bisher getestet haben. Und auf der CES haben sie sogar einen fliegenden Roboter vorgestellt. Wir haben 3 Modelle ausführlich durch unsere Wohnung gejagt. Den S70 Roller, den V70 Ultra Complete und den Z60 Ultra Roller Complete. Und seitdem kriegen wir hier immer wieder dieselbe Frage rein. Die Modelle, die sind so unterschiedlich. Welches ist eigentlich der richtige für mich? Klar ist, jedes der Geräte hat Stärken und Schwächen und ist mal besser und mal schlechter für einen Haushalt geeignet. Genau deshalb gibt es heute diese Kaufberatung von uns. Wir sagen dir direkt, welches Gerät für welchen Haushalt wirklich Sinn ergibt und finden so den passenden Mower für dich. Seht, es gibt super viel Neues bei Mower und ich finde es super spannend, ja. Und natürlich bleiben wir weiterhin dran, testen künftig noch mehr Modelle und vergleichen sie ausführlich miteinander für euch. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert gern unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Also fangen wir mal an mit dem S70 Roller, dem Einsteiger in die Mower Wischwalzenwelt. Und gleich vorab, dieses Gerät hier macht etwas, was bisher kein anderer Hersteller hinbekommen hat. Es kombiniert nämlich eine selbstreinigende Wischwalze mit einer Bauhöhe von, halt dich fest, 9 cm. Das ist absolut einzigartig, also Stand jetzt. Was macht das in der Praxis? Der S70 Roller kommt überall drunter, unter das Sofa, unter den TV-Schrank und unter das Bett. Andere Walzenroboter, die scheitern hier, weil die Walzentechnik einfach in der Regel mehr Platz braucht. Und Mower hat das super clever gelöst. Der Laser sitzt nicht als Turm hier oben drauf, sondern der ist hier flach hier vorne drin verbaut. Das Wischsystem nennt sich Hydroforce. Die Walze wird über 12 Düsen kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt. Gleichzeitig wird das Schmutzwasser direkt abgestreift und getrennt, gesammelt im Schmutzwassertank. Hier hinten. Das Gerät wischt also nie mit demselben Dreckwasser über den Boden. Ein echter Vorteil gegenüber klassischen Wischrobotern mit rotierenden Wischpads. Und in unserem Extremtest hat sich gezeigt, dass Kaffee, Ketchup und Skier, egal wie lange wir es haben eintrocknen lassen, beim zweiten Durchgang weg waren. Inklusive Tuchtest. Der Boden war sauber, die Walze ebenfalls. Auch die Saugleistung ist ein Blick wert. Auf Hartböden solide, auf Teppich sogar richtig gut. 96% der Linsen, 82% beim eingearbeiteten Sand, was definitiv zur Spitzengruppe gehört. Aber ist er jetzt der beste Mower aller Zeiten? Tatsächlich verzichtet Mower beim S70 auf spannende Premium-Features und warum, das erkläre ich euch gleich. Aber erstmal, auf was musst du verzichten? Die Hinderniserkennung des Mower S70 ist tatsächlich basic, sag ich mal. Also keine Kamera, nur ein Kreuzlaser und Kabel, Socken, Spielzeug auf dem Boden, die werden nicht zuverlässig erkannt. Wer also eine chaotische Wohnung hat, der sollte das wissen. Haare wickeln sich außerdem um die Bürsten hier. Wer Haustiere hat mit langen Haaren oder selber viele lange Haare verliert, der sollte die optionale Clean Chop Bürste gleich mit einplanen. Also eine Bürste mit kleinen Messerchen, die die Haare zerteilt und dann werden sie eingesaugt. Kannst du dazu kaufen. Solche Premium-Features wie Videoüberwachung, KI-Gedöns und sowas, ja, da musst du drauf verzichten. Denn was Mower hier gemacht hat, sie haben einen echten Mower-Preis-Leistungs-Champion erschaffen. Der kostet nämlich tatsächlich 699 €, ist eine absolute Kampfansage an die Konkurrenz, aber auch an die Konkurrenz im Haus. Für wen lohnt sich dieser Preis-Leistungs-Champion? Also wenn du viel Hartboden zu Hause hast, wenn du eine Wohnung mit niedrigen Möbeln hast, unter die andere Roboter einfach nicht kommen, wenn du keine 1000 € plus ausgeben willst, aber trotzdem nicht auf echte, selbstreinigende Wischwalze verzichten möchtest und wenn deine Wohnung vor dem Reinigen kurz aufräumen kannst, dann ist der S70 Roller aktuell das beste Angebot in dieser Kategorie. Und dazu ohne echte Konkurrenz auf dem Markt, also was die Kombination von Wischwalze und niedriger Bauhöhe angeht. Der Roboter macht die wirklich wichtigen Sachen gut. Also saugen, wischen, navigieren, App ist absolut in Ordnung. Und die Station ist nicht nur schick, sondern auch praktisch. Nimmt dir einige Wartungsaufgaben ab. Also heiße Mopwaschung, Trocknung und natürlich wieder abgesaugt und das landet dann im Schmutzbehälter. Also kein Schnickschnack, aber Top-Preis und
alles dabei, was man braucht, finde ich persönlich klasse. Und wenn du das aktuelle Angebot abchecken willst, dann schau doch mal unten in der Beschreibung. Da findest du das aktuell beste Angebot. Du kannst einfach mit dem Shop nachsehen. Und an dieser Stelle noch was. Wir sind jetzt hier schnell durch, aber wenn du es ausführlich gerne hast, dann schau mal hier oben, packe ich dir den Link zu unserem ausführlichen Testvideo hin. Der S70 Roller ist nicht der einzige Wischwalzenroboter im Hause Mova. Wir haben noch andere getestet und dir ein weiteres Highlight heute mitgebracht. Der Mova Z60 Ultra Roller Complete. Und der ist geilo für alle, die einen Wischwalzenroboter möchten und eine Hindernisüberwindung brauchen. Also kommen wir zum Z60 Roller Complete. Und das ist das Modell, das Mova letztes Jahr direkt an die Spitze der Wischwalzenroboter gepusht hat. Da ist im letzten Jahr, vielleicht hast du mitgekriegt, ein richtiger Hype drum entstanden und wir haben das natürlich ausführlich analysiert. Hier findest du unser Testvideo zum Mova Z60 Ultra Roller Complete. Und warum war das so? Tatsächlich kombiniert dieser Roboter, was bis dahin kaum ein anderer Hersteller hinbekommen hatte. Eine Echtzeit-Selbstreinigungswalze mit echter Hindernisüberwindung, die bis zu, halte ich fest, 4,8 cm bei 90 Grad Einzelstufe. Also das heißt, du bekommst die Wischqualität einer Walze und ein Gerät, das über deine hohen Türschwellen, Schwingstühle, Altbauübergänge, was auch immer, drüber schafft. Das Hydro Force System, so nennt Mova das, liefert hier wiederum 12 Düsen, die eben diese Bürste, diese Walze befeuchten. 4100 Pascal Druck der Walze auf den Boden, damit kriegst du halt schon richtig Schmutz weg. Und der Schmutz wird hier ebenfalls abgestreift und zwar in Echtzeit. Die Walze arbeitet immer mit frischem Wasser. Wo der S70 Probleme hat mit den Haaren, ist der Z60 tatsächlich ein echter Champion. Mit dem Duo Brush System verhindert er, dass sich Haare um die Bürsten wickeln, ja. Und das ist eben ein echter Vorteil für Haushalte mit Haustieren oder mit langen Haaren. Wenn wir auf die Hinderniserkennung und die Navigation schauen, ja, der Turm fährt raus und mit dem LiDAR-Laser-System ist er einfach deutlich zuverlässiger. Das ist eine altbewährte Technologie und auch die Hinderniserkennung ist deutlich besser wie beim S70, wenn auch nicht perfekt. Die Station gehört zu den besten am Markt. Heißwasser, Walzen, Wäsche mit bis zu 80 Grad, Heißluft, Trocknung, automatische Entleerung, UV-Sterilisierung und eine Reinigungsmittelkassette mit 2 Fächern. Ja, du hast richtig gehört, nicht kein Fach, nicht einfach, nein, 2 Fächer. Zudem gibt es ein riesiges Zubehörpaket obendrauf im Wert von circa 200 €. Alles Gold, was glänzt, oder zieht der Z60 hier tatsächlich auch irgendwo den kürzeren? Ich finde, das Design des Roboters in der Station ist etwas rudimentär. Tatsächlich muss es aber doch jeder für sich selbst entscheiden. Den UVP von 1200 € mittlerweile finden wir auch schon happig. Und der Wischmodus ist etwas lauter als bei der Konkurrenz. Für wen lohnt sich denn jetzt hier dieses Prachtstück, der Z60 Ultra Roller? Du hast Hunde? Du hast Katzen? Oder willst keine Kompromisse beim Wischen? Du hast hohe Türschwellen oder schwierige Raumübergänge? Dann ist der Z60 eine spannende Alternative für dich. Kleines Zwischenfazit. Du hast hier Walze und super flach zum super krassen Preis und im Endeffekt hast du mit dem Z60 hier halt einen höheren Preis, also knapp 500 € mehr, aber kriegst eben auch alle Premium-Features, die der hier nicht hat. Zum Beispiel Videoüberwachung, verbesserte Hinderniserkennung, Reinigungsmittelkassette in der Station, Kletterleistung, super Umgang mit Haaren. Aber beide haben diese Walzentechnologie, die im Prinzip fast identisch ist. Du hast die Qual der Wahl, je nachdem, was du brauchst. Und die Angebote, die findest du tatsächlich überraschenderweise hier unten bei uns in der Beschreibung. Ich suche dir immer das aktuelle Angebot raus. Jetzt haben wir über Wischwalzenroboter gesprochen, aber Mova hat für alle runden Wischmöpse-Fans auch Geräte. Und ich habe euch natürlich auch eins mitgebracht. Und zwar den Mova V70 Ultra Complete. Hier, du siehst 2 Wischpads. Also weiter zum V70. Und der spielt in einer anderen Liga. Das muss ich tatsächlich so sagen. 40.000 Pascal Saugleistung. Das ist der stärkste der 3. Der Motor dreht bis zu 150.000 Mal pro Minute. Auf Hartboden und Teppich liefert er richtig ab und übertrifft die beiden vorher vorgestellten Movas deutlich.
Das absolute Highlight ist aber die Maxi Reach X Technologie. Also Maxi Reach Technology. Konkret heißt das dann, wenn der Roboter zu Hause nicht unter die Schränke oder unter die Sofas fahren kann, dann schafft er dank dieses Arms trotzdem ein gutes Stück darunter zu wischen. Und durch diesen flexiblen Arm kommt er auch viel besser an Tischbeine und Stuhlbeine heran, als mit einem herkömmlichen, ausfahrbaren Wischpad. Also du siehst, das ist ein klarer Vorteil von diesem Wischmopp-Roboter gegenüber diesen Walzenmodellen, die ich vorgestellt habe. Da ist einfach immer noch ein bisschen am Rand ungewischt, auch wenn die Walzen nach außen hin ausfahren, wie du hier siehst. Das Ergebnis beim V70 kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also an Möbelbeinen, Sockelleisten und in Ecken. Egal wo, am Rand, da wischt er, wo andere einfach aufhören. Kombiniert mit einer 12 cm ausfahrbaren Seitenbürste, also hier, ist die Kantenreinigung und die Reinigung in schweren Stellen, also in Ecken und sowas, deutlich besser. Dazu 5 cm Hindernisüberwindung dank Stepmaster 3.0 Technologie und bei Stufen schafft er dann sozusagen sogar 9 cm Hindernisüberwindung. Also er überwindet Schwellen, die die meisten Roboter eher als Hindernis wahrnehmen würden. Die Station, das ist auch interessant, die bringt natürlich alles mit, was die anderen Stationen auch mitbringen. Also Heißwasser, Mopwäsche, Trocknung und Absaugen und dies, das, ja. Reinigungsmittelkassette, aber ein echtes Highlight verbirgt sich hier tatsächlich auch noch. Und zwar ist die beutellos. Also du kannst hier quasi so einen Behälter einfach rausnehmen und ausleeren. Und das ist deutlich nachhaltiger und besser für die Umwelt. Außerdem verfügt der Staubbehälter tatsächlich über eine Trocknungsfunktion, sodass nasser und trockener Schmutz nicht miteinander vermischt werden. Also ich bin da, ich gebe es zu, gerne faul. Und deswegen kommt jetzt ein weiteres Highlight beim V70 gegenüber den Walzenrobotern. Denn die Wartung des Geräts ist deutlich geringer als bei den anderen Modellen. Das liegt vor allem daran, dass die rotierenden Wischpads hier insgesamt das pflegeleichtere System sind. Ja? Das Innenleben der Station musst du hier noch nicht mal herausnehmen. Ja? Das macht die Station selber. Das ist cool. Self-Cleaning Board. An dem Roboter selbst, da musst du eben keine Walze ausbauen oder sowas. Dann nimmst du einfach irgendwie alle 2 Wochen mal diese Pads ab und schmeißt in die Waschmaschine und fertig. Und was auch echt eine Erleichterung ist, du hast hier keinen Schmutzwassertank, den du ausleeren musst, den du nicht vergessen darfst, damit es nicht anfängt zu stinken. Also du siehst, wenn dir hier eine möglichst einfache und komfortable Wartung wichtig ist, dann hat der Mover V70 hier absolut seine Vorteile. Das mitgelieferte Zubehör ist recht umfangreich und hat insgesamt einen Wert von schätzungsweise 170 € und reicht für ein Jahr. Circa, je nachdem, wie oft du das Gerät laufen lässt. Wo zieht er den kürzeren? Ich sag mal so, das Wischen ist gut, aber wenn du regelmäßig mit starken Verschmutzungen zu kämpfen hast und so ein richtig geiles Barfußgefühl haben willst, dann schlägt die Wischwalzentechnologie eines S70 oder Z60 das rotierende Wischpad-System des V70, also beim reinen Wischergebnis. Und die App vom V70 hier ist tatsächlich relativ komplex oder vollgepackt mit tollen Features, aber da muss man dann eben auch den Willen mitbringen, sich damit auseinanderzusetzen. Für wen lohnt sich jetzt also der V70 Ultra Complete? Also wenn dein Haushalt nicht besonders stark verschmutzt ist, kannst du dich ganz bewusst und entspannt für ein Modell mit rotierenden Wischpads entscheiden. Also für normale Verschmutzung ist dieses System hier in der Regel vollkommen ausreichend. Du brauchst dann nicht zwingend eine Wischwalze, die sich während der Reinigung permanent selbst wäscht. Da reicht diese Intervallreinigung, die du auch einstellen kannst, beispielsweise alle 10 Minuten bei diesen Wischpads. Für gemischte Böden, also halb Hartboden, halb Teppich, für Haushalte mit viel Möbeln und Türschwellen, Raumübergängen, für alle, die echte Vollautomatik wollen und möglichst wenig selbst machen möchten und für alle, die langfristig an den Verbrauchskosten sparen wollen. Wer sich fragt, ich will das Beste, muss aber nicht unbedingt eine Wischwalze haben, der findet im V70 ein wirklich starkes Gesamtpaket. Wenn du alle Details und Infos zu unserem Mover V70 Test haben möchtest, hier oben findest du den Link zu unserem ausführlichen Testvideo. Wir haben das Video hier für euch extra kurz und knackig gehalten, damit ihr schnell zu eurer Entscheidung kommt. Wenn euch die Infos nicht reichen, dann schau mal in der Beschreibung, da packe ich dir die ganzen Links zu den ausführlichen Testberichten auf unserer Webseite und zu unseren Videos hin und da findest du wirklich die kleinsten Details zu unseren Tests. Kurz zusammengefasst, für alle, die direkt zur Entscheidung wollen,
Der Mower S70 Roller. Ihr habt viel Hartboden, niedrige Möbel und wollt die selbstreinigende Wischwalzentechnologie zu einem absoluten Spitzenpreis. Einzigartiger Markt. Mower V70 Ultra Complete. Du hast eine nicht ganz so stark verschmutzte Wohnung und eine Wischwalzentechnologie wäre für dich einfach oversized. Du schätzt die einfache Wartung des rotierenden Wischpads und willst das stärkste Gesamtpaket, starkes Saugen, gute Kantenreinigung, hohe Schwellen, beutellose Station, der Allrounder. Du hast Haustiere, brauchst also guten Umgang mit Haaren, hast hohe Türschwellen. Mower Z60. Wenn dir dieser Guide geholfen hat, Daumen hoch, abonniere den Kanal und schreib uns in die Kommentare, welches Modell würdest du dir jetzt nehmen. Wenn du noch Fragen hast, dann benutze unseren Saugroboterberater, Link ist in der Beschreibung, der ist kostenlos, aber nicht umsonst. Oder schreib es einfach in die Kommentare und hier packe ich dir noch die ausführlichen Testvideos zu den 3 Kontrahenten hin. Kannst du dir mal reinziehen und ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist. Bis dahin, Peace.